In dieser neuen Videoserie möchte ich euch in unregelmäßigen Abständen Infos aus der Papageienforschung vorstellen. Im ersten Video soll es erst einmal einen allgemeinen Überblick über die Forschung in verschiedenen Ländern geben. Zwar gibt es nur wenige Einrichtungen, die speziell zu Wellensittichen forschen, aber neben Australien erstaunlich viele in Europa. Australien und die USA spielen natürlich eine führende Rolle in der Papageienforschung, kommen doch viele dieser Vögel vom australischen Kontinent oder aus Südamerika. So wissen wir durch eine Studie der Universität von Sydney, dass UV-Fluoreszenz, also das Leuchten der Federn unter UV-Licht, eine Rolle bei der Balz- und Partnerwahl spielt. Und Forscher von der Universität in Texas konnten belegen, dass Wellensittiche ihre Schwarmkollegen an ihrer UV-Fluoreszenz erkennen. Mit Attrappenversuchen konnte nachgewiesen werden, dass dieser Mechanismus wichtig für den Zusammenhalt des Vogelschwarms ist. In Amerika liegt der Fokus auf der Erforschung der Sprachimitation und des Sozialverhaltens von Papageien. Einige von euch haben vielleicht schon von Alex gehört. Der Graupapagei der Cornell-Universität in New York kann nicht nur Sprache imitieren, sondern versteht auch die semantischen Konzepte dahinter. Alex kann seine Wörter sinnvoll einsetzen und plappert nicht nur nach, was ihm die Forscher und Forscherinnen aus Ithaka vorsprechen. Er versteht den Sinn der Wörter. Am Forschungsinstitut vom Zoo in San Diego wird erforscht, wie Wellensittiche mit anderen Vogelarten zusammenleben. So wurde herausgefunden, dass die kleinen Papageien in gemischten Schwärmen hierarchische Strukturen bilden und sich größeren Arten wie Aras unterordnen. Von Forschern der Universität New Mexico konnte in Feldstudien an freilebenden Wellensittichen in Australien nachgewiesen werden, dass Jungvögel ihre Rufe nicht nur von den Eltern, sondern auch von anderen Schwarmvögeln lernen. Ein Beweis dafür, dass die Vögel kulturelle Merkmale und Eigenheiten im Schwarm weitergeben und diese von Schwarm zu Schwarm unterschiedlich sein können, wie die unterschiedlichen Schwarmdialekte, von denen ich in meinem anderen Video schon gesprochen habe. Doch jetzt zu Europa. In Großbritannien an der Universität von Cambridge wird erforscht, wie gut Wellensittiche in der Lösung von Problemen sind. Dr. Nicola Clayton konnte nachweisen, dass Wellensittiche nicht nur Werkzeuge benutzen wie andere Vogelarten, sie können die Werkzeuge und deren Funktionen auch an neue Situationen anpassen. Eine Fähigkeit, die zuvor nur Menschenaffen wie Schimpansen zugestanden wurde. In Deutschland betreibt das Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz Forschung zur akustischen Kommunikation von Vögeln. Dort wird unter anderem erforscht, wie Jungvögel das Singen lernen und wie sich die Warnrufe der Vögel unterscheiden. So wurde herausgefunden, dass Wellensittiche unterschiedliche Warnrufe für Luft- und Bodenraubtiere haben. An der Tierärztlichen Hochschule von Hannover gab es genetische Studien zu Farbmutationen bei den Wellensittichen. Dadurch sollten die Inzuchtrisiken bei den Zuchtpopulationen gemindert werden, denn gerade durch Inzucht entstehen meist die besonderen Farbmutationen, die viele Vogelhalter so schätzen, mit Folgen für die Gesundheit der Wellensittiche. Andere führende Forschungseinrichtungen, die zu Wellensittichen und Papageien forschen, finden sich in Spanien und Österreich. Der Loro Park in Puerto de la Cruz auf der Insel Teneriffa ist nicht nur ein Zoo mit vielen Papageienarten, sondern betreibt auch eine Forschungseinrichtung des Max-Planck-Instituts für biologische Intelligenz. Der Loro Park beherbergt ca. 350 der weltweit 800 Papageienarten und ist somit ein perfekter Ort für die Papageienforschung, weil sich sonst nirgendwo auf der Welt eine solche Artenvielfalt der Papageien in freier Natur finden wird. Er ist weltweit der einzige Zoo, in dem man alle Kakadu-Arten sehen kann. Seit 2022 gibt es eine Großvoliere, Oceania, die wohl als eine Art Kindergarten für australische Sittiche fungieren soll. Hier forscht das Max-Planck-Institut an der Intelligenz von Papageienvögeln. Allerdings ist der nach eigenen Angaben modernste Zoo der Welt nicht ganz unumstritten, denn neben den Papageien, die übrigens Kern des 1972 gegründeten Papageienparks waren, Loro ist das spanische Wort für Papagei, werden dort auch Pinguine, Orcas und Delfine gehalten. Vor allem die Tierschutzorganisation PETA hat sich auf die nicht artgerechte Haltung der Orca-Wale eingeschossen. Als ich auf YouTube nach Clips zu dem Park gesucht habe, denn ich war selbst noch nicht auf Teneriffa, bin ich direkt auf den Skandal um Orca Keto, der mittlerweile verstorben ist, gestoßen. Bei einer Trainingseinheit wurde wohl 2009 ein Tiertrainer getötet. Ich bin zwiegespalten, was diese Themen angeht.
Einerseits kann ich nachvollziehen, dass Tiere nicht in Zoos gehören und in freier Wildbahn am besten aufgehoben sind. Andererseits bieten die Zoos natürlich Vorteile für die Forscherinnen und Forscher, und durch den Eintritt der Besucherinnen und Besucher kann vermutlich auch ein Teil der Forschung refinanziert werden. Ich vermeide eigentlich Zoobesuche, weil ich diese Einrichtungen nicht finanziell unterstützen will, und war zuletzt nur im Wuppertaler Zoo, dessen neue Anlage Aralandia mich positiv überrascht hat. Ich kenne nur den Kölner Zoo aus meiner Kindheit und einen Vogelpark aus Belgien. Aber die Anlage Aralandia, wo blaue Hyazintharas gehalten werden, hat für mich nichts mehr mit den traurigen Volieren aus anderen Zoos gemeinsam. Wie seht ihr das? Hättet ihr Interesse an Reisetipps zu verschiedenen Vogelparks und Zoos mit entsprechend interessanten Papageienanlagen? Oder seid ihr gegen solche Anlagen, weil sie keine artgerechte Haltung garantieren können? Ich hatte mal vor, mir verschiedene Einrichtungen hier in Deutschland anzusehen, aber scheue davor zurück, weil ich mit den Eintrittspreisen natürlich auch den Weiterbetrieb solcher Anlagen unterstützen würde. Was meint ihr dazu? Seid ihr auch hin und her gerissen wie ich, oder habt ihr schon einige Parks besucht? Wie sind eure Erfahrungen? Habt ihr vielleicht sogar Tipps zu Zoos und Einrichtungen, die sich um den Vogelschutz bemühen? Aber zurück zur Forschung. Der Loro-Park ist nämlich auch hinsichtlich der Transparenz zur Papageienforschung einzigartig. Die Experimente der Forschenden des Max-Planck-Instituts können nämlich von den Besuchenden beobachtet werden. Eine interessante Idee, wie ich finde. Auch wenn ich mich frage, ob die vielen Zuschauer die Vögel nicht zu sehr stressen. Die meisten Forschungseinrichtungen befinden sich aber nicht in Zoos. Leider, denn ich finde, beide könnten davon profitieren. Diese Kooperationen könnten nämlich die Haltungsbedingungen positiv beeinflussen, und die Forschenden müssten keine teuren Reisen für Untersuchungen rund um den Globus unternehmen. Gerade bei Vergleichsstudien stelle ich mir das mit den vielen verschiedenen Papageienarten im Loro-Park als unermesslichen Vorteil und Arbeitserleichterung vor. Eine letzte Forschungseinrichtung in Österreich möchte ich euch noch vorstellen, denn diese finde ich am interessantesten. In meinen Videos zur Kommunikation und den Musikvorlieben habe ich ja schon vom Wiener Institut für Schallforschung berichtet. Ich wollte als Teenager tatsächlich einmal Meeresbiologie studieren. Aber ich glaube, hätte ich damals schon von diesem Forschungsinstitut gewusst, hätte ich wirklich auf Vögel umgesattelt und mich auf Wellensittiche spezialisiert. Denn diesen Forschungsbereich der Wiener Universität finde ich einfach super spannend. 2013 wurde von der Forscherin Marisa Höschele ein Wellensittichlabor aufgebaut. Dort wird nicht nur die Kommunikation der Wellensittiche erforscht, sondern auch ihre musikalischen Präferenzen. In Zusammenarbeit mit der Forschungsabteilung Maschinelles Lernen, also künstlicher Intelligenz, werden dort bestimmt noch interessante Erkenntnisse zur Kommunikation im Schwarm zu erwarten sein. Einige Forschende gehen sogar davon aus, dass wir vielleicht lernen könnten, mit den Wellensittichen zu kommunizieren. Denn eine neue Erkenntnis aus der Forschung ist, dass Wellensittiche Laute nicht nur nachahmen können, sondern auch die semantischen Konzepte, also den Sinn hinter den Lauten, verstehen können. Diesem Thema werde ich mich dann im nächsten Video aus der Serie widmen. Wellensittiche sind besonders interessant, weil sie ihre Laute lernen, wie wir Menschen, und sie haben auch Laute, die jedes Mal anders sind. Es gibt manche Sachen, dass wir öfter sagen, zum Beispiel Grüß Gott, aber andere Sachen sagen wir, ohne dass wir sie je wieder sagen im ganzen Leben. Und so ist es auch bei Wellensittichen. Die Forscherin hat bereits herausgefunden, dass Wellensittiche, ähnlich wie wir Menschen, Konsonanten und Vokale in ihrem Gesang nutzen. Dafür zeichnet sie mit ihrem Team jahrelang das Gezwitscher auf und sucht mit einem Algorithmus nach wiederkehrenden Mustern und findet diese. Hier kann man sehen, dass die Wellensittiche was sehr Ähnliches machen zu Menschen. Also hier ist ein Komponent, das aussieht wie ein Konsonant und eine Vokale in die Wellensittiche-Laute. Und hier ist das Gleiche bei Menschen, Konsonant und Vokale. Der Unterschied ist, dass für Menschen dauert das ein Viertel von einer Sekunde, aber für Wellensittiche ist es 10-fach schneller. So, deshalb hören wir so wenig, wenn sie zwitschern. Deshalb klingt es nur so, weil wir die Details nicht hören.